Hallo ihr lieben Stiere, wir schauen in euren neuen Monat. Was darf ich den Stieren weitergeben? Oder besser gesagt dem Kollektiv der Stiere. Ihr habt hier ein bisschen Nebel. Und dann das Vorangehen. Also hier kann es sein, dass sich irgendetwas lichtet, dass ihr aus dem Nebel rausdreht, dass ihr die Sachen, die unsichtig oder undurchschaubar waren, jetzt einfach versteht. Das ist auch so eine Karte, die zeigt einfach höhere Bewusstseinszustände an. So diese Schleier, die hinterfragt oder durchschaut werden können. Die Ahnen oder die spirituellen Führer sind hier sehr nah. Und hier ist ein großes Wachstum in der Spiritualität. Man hinterblickt einfach die Dinge, man vertraut wieder seinem Herzen und man ist angebunden. Und genau durch das kann man hier in eine unerwartete Richtung geführt werden. Ja, bei dem grünen Hügel hier, da haben wir eine Wiese, das ist Gras, ne? Etwas erblüht, etwas ist frisch, es ist Produktivität und Wachstum da. Und wenn sich die Nebel hier gelichtet haben, steht euch eine Zeit von Fruchtbarkeit an, von Fülle, Erfüllung und Produktivität, vielleicht auch ein bisschen mehr Vitalität. Da darf etwas wachsen und groß werden. Ihr habt zweimal die Aussage, dass es schnell gehen kann. Es ist wichtig, dass ihr auch bei euch seid und nicht allzu abgelenkt. Und es geht hier darum, dass ihr eure Erträge einfährt. Ne? Ihr braucht euch hier nicht sorgen, eure Bedürfnisse werden erfüllt. Irgendetwas vermehrt sich, intensiviert sich oder optimiert sich auch. Also das ist schon mal eine schöne Aussage. Jetzt schauen wir ein bisschen weiter für die Stiere, für den neuen Monat. Es geht um euch selbst, um den empfangenden Teil in euch. Möglicherweise geht es auch um eure Werte, um eure Kinder, um Sachen, die ihr mit Kollegen habt, möglicherweise auch mit einem Haustier. Freundschaften sind ja angezeigt, sich selbst ein guter Freund sein, Dinge umsetzen, die einem langfristig auch dienen, die bedingungslos sind. Eure Werte sind hier sehr wichtig. Die bewusste Ebene, die hat hier sehr viel zu tun. Hier ist Stress. Möglicherweise seid ihr gestresst oder von irgendwelchen Gesprächen auch, die ihr mit jemandem habt aus den genannten Personenbereichen. Es kann auch sein, dass ihr zu viel denkt. Hier ist es ja auch so, dass ihr das, was ihr fühlt, benötigt, um Veränderungen herbeizuführen, die dann aus dem Nebel rausführen. An sich ist das Unterbewusstsein schon auf Veränderung auch programmiert und aus. Es kann jetzt hier auch eine Veränderung im Freundes- oder Arbeitskollegenkreis sein. Für einen oder anderen kann es sein, dass ihr hier einen Ausgleich kriegt von einem Amt oder einer Behörde oder dass ihr finanzielle Dinge regelt. Auch für die Selbstständigen sieht man hier, dass man mit den Finanzen ein langfristiges Ergebnis irgendwie reinholen kann. Der ein oder andere ersetzt vielleicht irgendwelche Arbeitskollegen und hat dadurch die Möglichkeit, mehr zu verdienen.
möglicherweise ist es auch so, dass jemanden, der euch begleitet, eine zündende Idee hat beim Thema Finanzen, dass man zusammen etwas macht. An sich ist es eine schöne Energie, weil sie ermöglicht auch aus einem Zustand, wo man sich alleingelassen oder getrennt gefühlt hat, wieder in die Freude, die Freundschaft und in die Fülle zu gehen. Man schließt mit etwas Frieden. Was ich auch sehen kann, ist bei ein oder anderen die Veränderungen innerhalb des Familiensystems, kann jetzt ja auch mit den Finanzen zu tun haben. Für einige von euch sehe ich, dass sich Leute, die sich zurückgezogen haben, wieder melden könnten. Ja, es ist wichtig, dass ihr eurer eigenen Intuition vertraut, dass ihr hinterfragt, dass ihr nicht gleich alles glaubt, dass ihr euch auch klärt, ne? Dass ihr offene Fragen, die ihr habt, nicht durchs Umfeld noch stressiger macht, sondern dass ihr angebunden bleibt und in Frieden mit euch. Manches ist vielleicht noch nicht so ganz klar, wir haben ja hier auch den Nebel. Andererseits ist es so, dass das Außen hier auch einen Einfluss hat. Situationen, die vom Schicksal in die Hand genommen werden, oder was ich hier auch habe, ist, dass ihr sehr viel mehr von euch selber zeigen dürft. Das würde eure Seele hier gut tun. Hier ist vielleicht auch die Angst, etwas nicht kontrollieren zu können, wenn man nichts sieht. Aber hier wird man ja angebunden durch den Nebel geführt. So. Hier ist es so, dass sich Hindernisse auflösen, dass sich ein Erfolg einstellt, dass sich eine neue Tür öffnet, dass ihr da, wo ihr nicht im Frieden mit wart, Harmonie habt, dass ihr vielleicht auch versteht, für was die Sachen gut sind. Das habe ich so, also die Seele erkennt hier, dass sie mit etwas Frieden schließt, wo es immer wieder die gleichen Hindernisse gab und wo man sich deshalb mit rumgestresst hat. Hier ist für mich so dieses Ding, bleibt sehr bei euch selber, glaubt an euch selber, geht euren eigenen Weg. Konzentriert euch auf das, was ihr selber fühlt, anstatt auf das, was von außen euch vielleicht auch verwirrt oder für noch mehr Nebel sorgt. Also es ist auch ein Weg zu sich selbst wieder mehr. Ihr habt die Birke mit entdecke spielerisch das Unbekannte. Hier kennt man vielleicht eine Situation nicht so ganz und man muss neu starten und man möchte vorankommen und etwas soll gedeihen. Und hier geht es darum, dass man keine Angst vor dem Neuen hat, sondern dass man einfach mal spielerisch und leicht anfängt, etwas zu kreieren. Die Goldrute hat sich noch umgedreht, hier dürft ihr das Beste erwarten. Auch hier ist wieder, ne, wähle den Weg deines Herzens und du wirst zu deinem Schatz kommen. Hier ist vielleicht auch emotionaler Reichtum zu sehen oder etwas, wo man denkt, wow, das gehört mir, das habe ich mir erarbeitet, das stärkt meinen Selbstwert. Also alles, wo die Emotion gestärkt wird. Oder wo ihr euch auch selber mit euch mehr Frieden schließen könnt bei irgendwelchen Themen. So, dann nehmen wir noch einen kleinen Impuls für die Stiere für den neuen Monat. Also bleibt bei euch, haltet an eurem Glauben fest. Für euch öffnet sich eine neue Tür. Vielleicht auch eine, die sehr befreiend wirkt hier, die euch über irgendwelche Grenzen hinausbringt. Zu etwas viel Besserem, auch wenn es sich jetzt im Moment vielleicht nicht danach anfühlt. Ihr lieben Stiere, ich wünsche euch einen schönen Monat. Ich drücke euch bis bald.